In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Teile einer Innenausstattung zu Hause waschen könnt. Ich zeige es euch hier anhand einer Hutablage aus dem Trabant, also vorne, das was das Cockpit darstellt. Die hat es wirklich bitter nötig. Die ist aber auch schon 50 Jahre alt. Das ist quasi gepresster Filz. Was ihr dazu braucht, ist ein Akkuschrauber mit Bürstenaufsatz, ein Gartenschlauch mit einer Sprühdüse dran, Textilreiniger in einer Pumpsprühflasche sowie dieser Gardena-Adapter. Und zwar, ihr tauscht einfach hier bei dem Anschluss die Mischdüse, dann ist hier quasi die von Gardena dran und dann könnt ihr erstens ganz normal einfach wie immer Wasser nehmen, das ist gar kein Problem. Und wenn ihr einen Schlauch anschließen wollt, dann kommt ihr einfach nur dran, wird arretiert und schon könnt ihr da einen Schlauch dran stecken. Ihr könnt Blumen gießen oder wie in unserem Fall jetzt hier diese Hutablage sauber machen. Falls ihr den Adapter nicht habt, könnt ihr natürlich auch ganz normal eure Brause nutzen. Schlauch draufstecken, Wasser aufdrehen und schon kann es losgehen. Zuallererst sprüht ihr das gesamte Teil mit dem Textilreiniger ein. Verdünnt den auf jeden Fall vorher noch, dass ihr den nicht pur einsprüht, sonst ist das viel zu viel Reiniger. Das braucht das Teil gar nicht. Also einmal richtig schön einschäumen. Und dann seht ihr hier schon in der Nahaufnahme, dass der Reiniger zu wirken beginnt. Das heißt, der fängt an, den Schmutz zu lösen. Und natürlich fängt er hier auch schon an, das rauszulösen. Also der Dreck fließt schon langsam ab. Natürlich noch nicht unfassbar viel. Und dann fängt er nicht sofort an, mechanisch einzuwirken, sondern dann lassen wir das Ganze erstmal 10 Minuten ruhen. Und der Reiniger kann erstmal sein Übriges tun. Wenn das fertig ist, dann könnt ihr anfangen, das Ganze nochmal durchzubürsten, dass quasi die obersten Schichten nochmal schön mechanisch geschrubbt werden. Eure Hände würdet ihr ja quasi auch mit einer Bürste sauber machen, wenn die besonders dreckig sind. Das heißt, hier können wir nochmal ein bisschen Schmutz lösen. Und wenn der Schmutz gelöst ist, dann müssen wir es auch wieder ausspülen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Düse und spülen den Dreck aus. Ich glaube, das brauche ich nicht groß erklären. Da kommt halt eine Menge Dreck raus. Ganz wichtig ist hier an der Stelle, dass ihr gründlich ausspült, also fangt jetzt hier nicht an mit Wassersparen oder so. Das muss wirklich mit viel Wasser ausgespült werden. Nicht nur, dass der Dreck rauskommt, sondern auch, dass der Reiniger rauskommt. Also seid hier bitte besonders gründlich. Wenn Reiniger in der Matte verbleibt oder in anderen Textilien grundsätzlich, dann wirkt das halt immer weiter. Also es wirkt auf die Fasern ein und könnte dann natürlich den Faserverbund irgendwann zerstören. Das wollen wir nicht. Also richtig schön ausspülen. Wenn ihr das Ganze soweit ausgespült habt, dass halt nichts mehr rauskommt, kein Dreck und kein Reiniger, also es schäumt halt nicht mehr, könnt ihr auch noch eine zweite Runde Reiniger aufsprühen. Das Ganze lasst ihr dann natürlich auch wieder 10 Minuten einwirken. Und für alle, die diesen Bürstenaufsatz für die Bohrmaschine nicht haben, zeige ich es jetzt hier einmal mit so einer Reinigungsbürste, Topfbürste, Spülbürste, wie auch immer. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Es gibt auch kleinere Pinsel. Ihr könnt auch an sich einen Pinsel nehmen, das ist völlig unproblematisch. Oder ihr nehmt einfach eine Handbürste, mit der ihr euch die Hände sonst waschen würdet. Könnt ihr hinterher wieder sauber machen. Die ist jetzt nicht versaut oder so hinterher. Also einmal ausspülen und dann ist wieder alles gut. Und damit könnt ihr das Teil genauso schön bürsten und mechanisch bearbeiten. Ist jetzt ja einfach nur der Sicherheit halber. Also zweite Runde, da kommt jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Schmutz raus. Aber ein bisschen auf jeden Fall schon. Und somit wird das Teil dann auch optimal sauber. Besser geht es dann kaum. Ich habe auch noch eine dritte Runde Reiniger probiert, auch noch einen anderen Reiniger, allerdings war das Ergebnis dann dasselbe, deswegen spare ich mir das hier zu zeigen. Und ihr seht quasi nur die zwei Gänge, die wirklich auch Sinn gemacht haben. Nachdem ihr alles eingebürstet habt, dann wieder ganz gründlich ausspülen. Ihr könnt das Teil dann auch versuchen trocken zu föhnen, wer einen Föhn zur Hand hat. Ich habe das jetzt hier nur versucht. An den großen Flächen hat es keinen Sinn gemacht, aber wenigstens die ganzen Metallbeschläge schon mal so grob trocken zu föhnen, beziehungsweise so ein bisschen das Wasser da rauszublasen, dass sie einfach nicht anfangen zu gammeln, beziehungsweise zu rosten. Ansonsten sind wir mit der Reinigung jetzt durch. Ihr könnt den Schlauch halt wieder abstecken, Gardena-Adapter ab, könnt die Wanne wieder ganz normal nutzen. Dann habe ich das Ganze auf dem Balkon getrocknet. Also das ist jetzt hier noch klitschnass alles, aber man sieht definitiv schon einen enormen Vorher-Nachher-Unterschied. Dann habe ich das Ganze bei mir in der Halle nochmal aufgebaut und unter gutem Licht sieht man dann, es ist sehr, sehr schön sauber geworden.
paar ganz kleine Pünktchen sind übrig geblieben, aber an sich ist der Stoff halt wieder sehr, sehr schön sauber geworden. Von oben wie von unten genauso. Und kann dann auch wieder in Verwendung kommen. Das war's dann schon von diesem Video. Mal was kürzeres, aber ich denke mal auch ganz informativ. Falls euch diese Videos gefallen, denkt dran, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und gebt dem Video gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder beim nächsten Video, dann auch wieder mit dem Auto. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.